So, und damit herzlich willkommen bei Maximal Minimal. Mein Name ist Max und heute geht es mal wieder ans K-System. Weil das Thema Schienen haben wir ja abgeschlossen soweit. Da fehlen jetzt vielleicht noch Kleinigkeiten, ein paar Ausschmückungen, so Bahndammgeschichten, verabstellbare Abstellgleise. Aber das ist jetzt erstmal, das kann man immer nachträglich machen, weil die Kabel, alles ist soweit vorbereitet. Deswegen habe ich auch richtig Lust, wieder das K-System auch mal wieder fertig zu machen, weil ihr habt es ja auch schon gesehen, das Terraform-System ist ja da. Das heißt, mich reizt auch wirklich, den Berg dann schon zu gestalten. Aber davor muss natürlich das K-System soweit stehen. Und im ersten Schritt würde ich gerne nämlich diese Abzweigungen nehmen. Diesmal setze ich auf die Original-Faller-Sachen, weil ich habe im Altbauteil habe ich so Servo-Abzweigungen genommen und Servo-Stoppstellen. Die funktionieren auch alle nach wie vor, beziehungsweise zwei leider habe ich letztens gemerkt, die sind nicht ganz oder funktionieren nicht mehr so richtig. Entweder muss ich es nochmal einstellen, beziehungsweise eins ist, glaube ich, kaputt. Liegt aber auch daran, weil ich ja auch vor einem Jahr das alles mit Holzschutzmittel eingesprüht habe und das genau Abzweigungen sind, die ich einfach nicht viel benutze und die sich dann festgefahren haben. Von dem her, das ist nicht aussagekräftig. Aber ich habe halt damals, wo ich angefangen habe mit der Platte, sollte es halt alles sehr, sehr günstig sein. Das sind so Servo-Abzweigungen, sicherlich günstiger. Jetzt habe ich gesagt, jetzt probiere ich mal die Original-Faller-Sachen, wie die sind. Weil da gibt es jetzt nicht, dass man jetzt irgendeinen Servomotor wirklich einstellen muss, wo er aufhören soll, sondern du hast dann einfach nur ein Magnetteil dementsprechend, der dann auf und ab fährt und dementsprechend dann eben die Abzweigung stellt oder nicht. Deswegen einfach mal zum Testen. Wirklich einfach mal reizen. Das ist so ein Teil und das steckt man dann mit diesen Nopsis da links und rechts dann drauf, je nachdem, welche Abzweigung sozusagen, ob man links oder rechts das Ganze haben möchte, weil ihr seht ja, hier sind 3 Nopsen. Und deswegen, das machen wir. Und aber zuallererst würde ich gern überall hier in der Kreuzung und auch hinten mit einem Forstner-Bohrer, habe ich schon vorbereitet, 30 mm, da die Löcher bohren. Einmal sozusagen in die obere Platte rein und dann würde ich sagen, schauen wir weiter. Deswegen wartet einiges an Arbeit auf uns und ich wünsche ganz viel Spaß dabei. So. Sind wir gerade am Ende, wenn man dann so runterbricht, so zum Teil, sieht es immer sehr, sehr krass aus. Es ist aber nicht, man muss dann einfach unten so ein bisschen abfeilen und schon passt es dann nachher. Das ist einfach bei diesen kleinen Platten dann so mal absaugen. Aber dann kann das da dann wunderbar, wir das nachher dann verquetschen, das zeige ich euch dann noch, hier wunderbar so rein. Hier, weiß ich nicht, da habe ich jetzt ein bisschen mit dem größeren gemacht, aber es dürfte normalerweise, ah ja, das passt auch. Genau, also von dem her kommt man überall schön hin und sogar der 25er Bohrer, der reicht sogar auch. Das Kabel, das kann man wegmachen. Weil wichtig ist ja nachher, dass wir das dann so reinstecken können. Hier so durch. Und dann passt es nämlich dann. Und dann kann man es auch mal wechseln, das ist gar kein Thema. Und hier vorne kommt dann eine Blende hin mit so Mauerwerk. Das heißt, dann kann man da auf jeden Fall immer die Sachen wechseln und kommt dann auch mit den Kabel durch. Hinten, da muss ich unter die Platte nochmal ein Loch bohren. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Und super, erster Schritt getan.
So, und fertig ist unser Loch. So sieht das Ganze aus. Ist relativ groß, ich weiß. Jetzt denkt ihr vielleicht, wieso? Weil ja hier einmal die Abzweigung kommt und dann kommt ja dann hier auch noch ein Stoppmagnet hin. Den machen wir aber im zweiten Schritt hin. Das kann man auch machen, nachdem die Fahrbahn dann fertig ist. Aber deswegen, da müssen wir quasi nur innen drin so ein bisschen was reinbohren. Deswegen muss ich da noch mal reinkommen. Und da kann aber schon alles fertig sein, weil es muss ja nur an die Seite hier sozusagen unten drunter dran und dann passt es. Vielleicht klappt es sogar auch mit den Sperrholzplatten oder Pappelholzplatten, aber ich glaube, wie gesagt, man muss so ein bisschen anbohren und dann soll das gut funktionieren. So, und jetzt haben wir unsere Löcher für die Abzweigungen schon gebaut. Wir haben auch unser großes Loch hier unten drunter, damit man da überall auch rankommt und auch dann hier weiter oben dann noch die Stoppstelle, die dazugehörige vor der Kreuzung macht. Die kommt ja bei allen Ecken, also die kommt auch hier eine hin und hier noch davor. Also deswegen aber da vorne ist ja zugänglich, deswegen da kann ich einfach diese Mauerplatte wegtun. Das heißt, dann komme ich da überall ran und da kann dann auch Sachen rausbohren zur Not und alles. Das kriege ich dann hin und da kann es ein bisschen abdingsen, damit es dann passt. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir uns erstmal hier dran zu schaffen. Ich habe das nämlich vorher getestet, das funktioniert. Und jetzt müssen wir gucken, zum Beispiel hier für die linke Abzweigung, wollen wir, dass das hier dann befahrbar ist. Und dann habe ich jetzt nämlich diese Noppen und da nehmen wir dann letzten Endes, weil wir sagen, wir wollen es da oben hin, die hier und machen hier dann quasi, stecken das rein. Das heißt, dann ist nämlich nur dieser hier aktiv, weil wir ja nur links und geradeaus machen können. Geradeaus ist kein Thema, aber der überlagert jetzt quasi hier dran. Und im nächsten Schritt soll man dann auch laut Anleitung die dann einfach verpressen. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Wo war denn das jetzt nochmal? Ja, also hier einfach mit so einer Zange dann nochmal die Nopsis, wie es so schön sagt, einfach verpressen. Jetzt brauchen wir nur eine Zange. Die hatte ich vorher mal gehabt. So. Und jetzt können wir dann zum Beispiel auf der einen Seite schon mal das hintere hier machen. Einfach hier an die Nopsi drauf. Und dann drücken wir das mal so ein bisschen zusammen. Ja, das ist fest. Und dann hier, weil wir eben das heißt, dann kontrollieren wir nochmal. Aber das ist gut. Genau. Jetzt seht ihr, das geht gar nicht mehr ab. Ich kann es noch ein bisschen näher ran machen. Das ist gar nicht mehr ab, sondern es ist einfach hier platt gedrückt. Und damit ist es schon fixiert, also das reicht dann schon. Und jetzt kann man das dann letzten Endes hier nicht reinmachen. Und schon passt es, aber ich würde sagen, Nummer 1 ist fertig. Wir haben hier noch ein paar gekauft. Und ich würde sagen, die packen wir jetzt mal aus. Den können wir mal hier zur Seite tun. So. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, wie ich das Ganze teste. Was habe ich ja vorher bei dem einen, habe ich das schon gemacht, den wir fertig haben. Ich zeige euch das mal bei einem. Bis gleich. So, jetzt willkommen an meinem super unaufgeräumten Schreibtisch. Wie gesagt, die ganzen Projekte sind hier, das sieht hier immer wieder aus. Ich muss es dringend mal sauber machen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ich würde sagen, jetzt testen wir das Ganze. Und ich habe das jetzt noch nicht angeschlossen. Ich habe jetzt hier mal so ein K-System-Fahrzeug. So teste ich das immer auch ganz rudimentär. Und einfach vorne mit dem Magneten geht da einfach drauf. Und ihr seht, gehen wir ein bisschen mehr ins Licht, vorne, der bleibt einfach gerade. Wenn ihr jetzt gerade abrutscht, aber da tut sich jetzt wirklich nichts. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schließen wir den mal an. 16 Volt Wechselstrom. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt, es hat Klack gemacht.
Und jetzt machen wir nochmal. Also egal, was ich mache, das kann man gar nicht so arg sagen. Ihr seht es vielleicht auch am Schleifer, der bewegt sich sogar schon davor, weil der Magnetfeld ist. Und er geht immer hier lang. Also deswegen, ich mache es wieder gerade, will nur mit den Rädern wieder drauf. Und er lenkt immer ab. Also ich mache es wieder, ich mache mal die andere Richtung sogar. Wenn ich da näher komme, ich weiß nicht, doch, ihr seht den Schlitten. Seht ihr, das ist... Also die bewegt sich immer nach rechts, so wie wir es gemacht haben. Deswegen, so weiß ich nämlich, das funktioniert. Und das kann ich dann verpressen. So, jetzt würde ich sagen, wir setzen die einfach mal ein. Tue ich einfach mal hier durch die Kabel. Da fehlt noch ein Loch oder ein Bohrloch für die Kabel, aber das ist jetzt erstmal gerade egal. Weil ich möchte es jetzt erstmal einfach mal so einsetzen, dass das auch alles passt. Genau. Perfekt. So sieht das Ganze doch gut aus. Und da können wir nämlich jetzt den Draht nämlich auch draufkleben. Beziehungsweise ich werde es dann, ich werde erstmal den Draht dann so hinmachen und ich bin dann am Überlegen, ob ich nicht nochmal zum Testen das noch nicht festmache, jetzt mit Heißkleber, also reinklebe, sondern ich habe zwar jetzt so getestet, es hat funktioniert, aber sozusagen mit Draht dann nochmal. Nicht, dass man da irgendwas nachjustieren muss, obwohl auf der einen Seite mit Heißkleber kann man es nachher wegmachen. Muss ich mal kurz überlegen. So, und jetzt kümmern wir uns um den Fahrdraht. Und da habe ich den schon mal gekauft. Und den packen wir jetzt einfach mal, wie gesagt, aus. Das brauchen wir nicht. Und dann ist der hier so zusammen gemacht. Das sind, glaube ich, 2 x 5 Meter. Machen wir mal den ersten einfach auf. Und den kleben wir jetzt dann einfach mit Sekundenkleber fest. So, dann geht er nämlich schon auf. Schießt auf quasi. So, und jetzt würde ich sagen, wir nehmen einfach unseren Sekundenkleber und komm, dann fangen wir mal mit der hier an. Das heißt, da mache ich einfach, ziehe ich immer so einfach so kleine Linien. Und dann lege ich das so drauf. Wie gesagt, die Finger kleben leider ein bisschen fest. Vielleicht muss man das mit Handschuhen machen. Ich war überlegen, ob man es auch mit Heißkleber macht, aber bedenken wir dann irgendwas überlappt, dass man nachher dann eher mehr Probleme sich dann antut, als es nachher Nutzen bringt. Weil ich bisher jetzt mit Sekundenkleber echt immer ganz gut funktioniert. Aber auch das liegt jedem selber und da gibt es auch wieder kein richtig und kein falsch. So, und das machen wir jetzt weiter. So, jetzt nehme ich euch mal auf die Hand. Ihr seht,
Die ganzen Fahrdrähte sind verlegt. Das passt, außer hier bei der Kreuzung, da sind die Sachen noch nicht ganz fest, weil eben die beiden sind nämlich noch lose drinne. Auch hier oben ist alles soweit fertig, auch bei der unserer Garagenrunde, die Wendeschleife. Hier fehlt noch eins. Warum fehlt da eins? Und das ist nämlich feste. Warum? Und zwar ist mir das passiert beim Schneiden des Drahtes, wenn man dann die Hand auflegt und dann relativ viel Kraft hat und dann die Schere quasi zum Knipsen dann der Drähte dann hier hat und das relativ kurz ja, sozusagen man dann hier drauf kommt und man hier so ein bisschen dagegen kommt, sind dann hier diese zwei, also einmal das, was ich schon festgemacht habe und das hier oben die Kappe ab. Also wir können daran erinnern, wir haben hier das hier ja verpresst und da geht aber das Ganze hier ab. Das ist nämlich nur ganz, ganz wenig geklebt. Ärgerlich, das ist bei 2 passiert. Ich habe jetzt einfach das Ganze so gemacht, ich kann es euch ja mal einblenden, wie es bei dem aussah. Also es sah genau gleich aus wie bei einem anderen und habe es dann mit Heißkleber rundherum einfach festgemacht, habe geguckt, weil Heißkleber kriegt man immer ab und habe dann nebenbei mit dem Trafo das getestet und es funktioniert. Habe es jetzt aber auch direkt eingeklebt, also mit Heißkleber festgeklebt und auch jetzt hier dann die Drähte festgemacht. Von dem her passt es jetzt. Das nur am Rande. Ich habe jetzt erst danach beim Recherchieren gemerkt im Internet, dass viele dann unter diese ganze Einheit da einfach das sozusagen irgendwo hinstellen haben, beziehungsweise irgendwelche Holzpflöcke oder irgendeine Einrichtung machen, wo unten drunter das Ganze nochmal fest ist. Ich mache das jetzt so, weil es passiert ist, vielleicht musste es auch passieren, aber auch für euch als Tipp, ich werde es bei allen, auch bei denen, wo es funktioniert, dann überall sozusagen das hier wieder drauf machen und dann ringsherum mit Heißkleber festmachen, wie ich es auch bei dem anderen Teil gemacht habe. Wichtig ist nur, dass eben dieses, sozusagen die Spule, dieser Eisenkern dann immer raus und reinkommt. Deswegen das muss man sicherstellen, aber Heißkleber ist da halt bekanntlich fest, wenn er fest ist und auch man kommt es auf jeden Fall, bekommt man es immer weg. Wichtig ist, dass es auch nicht in diese Ritzen reinfließt. Ich hoffe, man erkennt es und dass es dann irgendwie fest wird, dann das ist das Einzige. Aber sonst, das hat es gut funktioniert, der Workaround. Das heißt, ich brauche unten nichts extra hinmachen, weil das wird mich jetzt nerven, wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt überall unten nochmal was extra eine Konstruktion hinmachen. Zumal wir ja hier dann auch ein großes Loch haben, wo das ja drüber schwebt, das hintere Teil. Ihr seht, da ist auch ein bisschen der Heißkleber dran. Aber es funktioniert und das will ich euch mal zeigen. Und zwar machen wir jetzt eine kleine Testrunde. Ich habe unseren kleinen LKW. Der driftet ein bisschen, das leidet ein bisschen natürlich, weil er gar keinen Grip auf der Straße hat, beziehungsweise der Draht jetzt natürlich ein bisschen weiter höher rausschaut. Und das glatte Holz, also von dem ihr nicht wundern, aber es funktioniert. Deswegen wäre es vielleicht ein... Oh, guck mal, wie der driftet hier. Der kriegt gar nicht so richtig Dings. Und jetzt fährt er nämlich geradeaus. Das funktioniert wunderbar. Und jetzt habe ich hier meinen Trafo an der Seite hingemacht. Jetzt hört ihr schon das Klackern von den Magneten. Jetzt machen wir nämlich noch eine zweite Runde. Na, da ist er. Deswegen muss das alles verspachtelt werden. So, und jetzt biegt er nämlich ab. Also deswegen, das funktioniert. Wie gesagt, sehr rudimentärer Test, aber für mich passt es nämlich dann, dass ich so weitermachen kann. Und ja, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Also ich bin jetzt noch mal ein bisschen beschäftigt. Ich werde jetzt, wie gesagt, mit jedem Antrieb werde ich das Ganze noch nachholen, überall mit Heißkleber das festmachen, dass ich das auch da festmachen kann, überall. Dann kann es auch schweben, ist überhaupt kein Thema. Wie gesagt, man muss es nur wissen, deswegen sollte wahrscheinlich so sein, dass das die abgegangen sind. Aber hinterher ist man immer schlauer. Es wäre immer blöd, wenn es dann alles verspachtelt ist. Nachher fallen dann reihenweise unten die Sachen weg und dann darfst du wieder alles aufreißen. Und dann wieder verspachteln. Von dem her ist es jetzt so, muss ich sagen, glimpflich ist man davon gekommen. Und ja, ich glaube, damit habe ich erstmal eine Beschäftigung. Und dann, was gibt es da noch selbst oder sonst noch so zu tun? Wir müssen ja alles verspachteln, beziehungsweise davor ist es noch wichtig, hier diese Parkplatzelement, das kommt ja dann oben, dreh es mal ein bisschen, hier oben hin, hier drunter. Das heißt, da unten drunter muss ich auch noch ein Loch drunter bohren, dass ich dann auch das Ganze warten kann. Dann kommt das Element, wird runtergeschraubt und es muss dann quasi an der Seite, muss es dann rausschauen oben. Deswegen, dass dann auch dann dieser Dauermagnet wirkt. Der wird ja quasi nur durch den Magneten, wird ein
gegenpoliges Magnetfeld erstellt und damit quasi fährt das Fahrzeug dann los. Andersrum als zu diesen Stoppspulen, welche ich hier habe. Und deswegen, das muss ich noch einbauen. Das heißt, das wird dann auch noch eine Aktion eben, weil wir unten nochmal ein Loch bohren müssen. Aber dann kann man alles verspachteln. Da freue ich mich drauf. Deswegen, ich werde auch bis zum nächsten Mal jetzt auch diese ganzen Dinger fertig machen, auch oben, dass das alles schon passt, auch die ganzen Tests machen. Und dann, wie gesagt, das Thema verspachteln. Und dann kann man gucken, erste Tests haben auch ergeben, nämlich mit den Stoppspulen, kann ich euch noch sagen, die sind nämlich eigentlich, werden die unter diese Fahrbahnbretter hingemacht. Das heißt, das sind ja 3 mm. Ich habe jetzt erste Tests gemacht, deswegen seht ihr auch, sind die Stecker dran montiert, nur ganz rudimentär. Er schafft sogar auch noch mit den, ich weiß nicht, sind es 6 mm sogar, zusätzlich, also wir haben jetzt fast, also 0,9, vielleicht mit dem Dings nochmal, mit der Korkschicht, mit Trittschaltdämmung, ich glaube, das sind sogar ziemlich genau 1 cm, also 10 mm, schafft er das. Also ich habe erste Tests gemacht, da halten die LKWs an. Wenn ich es einfach nur drunter geklebt habe, also hier einfach unten drunter, einfach mal so hingemacht. Moment, das ist das Kabel hier. Also wenn man es einfach nur so hier kurz drunter hebt, dann hat es funktioniert. Ich werde dann, wenn das alles verspachtelt ist, dann ist ja noch mal ein bisschen mehr Fahrbahndicke mit dabei. Deswegen dann werde ich noch mal den Test machen und sollte das funktionieren, also ich hebe dann auch wieder die Stoppspulen dann einfach unter die Farbe. Wenn es funktioniert, dann kann ich es einfach mit Heißkleber unten festlegen. Das war's dann. Mehr ist es dann gar nicht. Und dann kann man das Ganze noch anmalen und dann ist es nämlich dann fertig und dann können wir endlich unseren Berg machen. Deswegen beim nächsten Mal gibt es ein Update zum Car-System, wie das Ganze weiterging. Auf jeden Fall, wie gesagt, gibt es was zu tun oder wurde dann doch mehr Aufwand als gedacht. Aber so ist es halt und ich wünsche euch erstmal was. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Gell? Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.